Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel Einfach Carrie. Mich erreichen immer viele Fragen, ob ich Tipps habe, wenn es um Solo-Wandern geht, und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich habe euch 5 Tipps mitgebracht, auf die ihr achten solltet, wenn ihr alleine unterwegs seid. Regel Nummer 1. Sag mindestens einer Person, wo du unterwegs sein wirst. Sag dieser Person, welchen Wanderweg du laufen wirst. Sag dieser Person, wo du schlafen wirst. Sag dieser Person auch, wie viele Kilometer du pro Tag zurücklegen wirst und wann du in etwa abends am Campground ankommen wirst. Mach dich dafür auch nochmal im Vorfeld schlau, ob du Empfang haben wirst, damit sich die Person im Zweifel auch nicht wundert, wenn du eventuell abends am Campground ankommst und der Person nicht Bescheid geben wirst. Vereinbart auf jeden Fall auch, dass ihr im Austausch bleibt, sodass die Person auch weiß, wenn du dich nicht meldest, dass gegebenenfalls was passiert sein könnte, oder melde dich halt immer bei der Person an und ab, damit sie weiß, ja, dass du in Sicherheit bist. Regel Nummer 2 hängt auch ein bisschen mit Regel 1 zusammen. Und zwar würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, immer ein Garmin InReach Mini oder ein ähnliches Tracking-System mit dir mitzutragen, um ja auch da deine Vertrauensperson zu hinterlegen, sodass, wenn du keinen Empfang hast, sodass sich die Person im Zweifel sogar hier einloggen kann über deinen Account und schauen kann, ob du noch weit weg vom Tagesziel bist oder ob du ja schon fast angekommen bist, sodass sich die Person, die zu Hause geblieben ist, eventuell keine Gedanken machen muss. Und was bei einem Tracker wie dem Garmin InReach Mini auch super ist, du kannst hiermit auch Nachrichten versenden, auch wenn du keinen Empfang hast. Das mache ich halt auch immer so, wenn ich unterwegs bin, wie in Patagonien. Da bin ich dann ja gewandert und hatte dann 7 Tage keinen Empfang. Und dann habe ich meiner Schwester abends immer via Garmin geschrieben, hey, ich bin gut angekommen, mach dir keine Sorgen. Das hilft einfach, um dich abzusichern, damit immer jemand weiß, du bist immer noch sicher, und um auch die Nerven der Leute zu beruhigen, die zu Hause geblieben sind. Darüber hinaus ist es bei dem Garmin InReach Mini auch so, dass du einen SOS-Button hast, sodass du, wenn wirklich mal was passiert, auf diesen drücken kannst und über Garmin dann Hilfe anfordern kannst. Deswegen würde ich immer empfehlen, besonders wenn ihr so etwas alpinere Touren oder anspruchsvollere Touren macht, immer ein Garmin dabei zu haben. Und ja, wie gesagt, ich finde, vor allen Dingen als Frau, fühlt man sich damit einfach sicherer, wenn man weiß, man kann immer eine Nachricht schicken, auch wenn man keinen Empfang hat. Und man kann immer, egal in welcher Situation, Hilfe anfordern. Deswegen immer dabei haben und immer auf den Akku achten. Regel Nummer 3, was ich auf meiner Wanderung zum Beispiel in Patagonien gemerkt habe oder auch auf dem West Highland Way, was mir immer geholfen hat, ist, ich habe immer darauf geachtet, dass ich nicht die Letzte auf dem Trail bin. Ich bin manchmal auch so ein bisschen die Letzte gewesen, die losgelaufen ist, weil ich morgens immer gemütlich meinen Kaffee trinke und nicht mein Frühstück erst nach 3-4 Kilometern zu mir nehme. Aber während des Tages habe ich dann immer versucht, ein bisschen aufzuschließen, sodass ich nicht die Letzte auf dem Trail bin. Das hat halt einfach den Vorteil, dass du immer weißt, falls was passieren sollte, dass hinter dir noch Leute kommen und dich gegebenenfalls unterstützen können, wenn du umgeknickt bist, oder dich retten können, wenn was richtig Schlimmes passiert sind, oder ja, die dir einfach zur Seite stehen, wenn du mal ein bisschen Hilfe oder Unterstützung brauchst. Deswegen achte immer darauf, dass du nicht die Letzte auf dem Trail bist. Wenn du natürlich auf einer Tageswanderung oder kleineren Wanderungen unterwegs bist, greifen dann natürlich Regel Nummer 1 und Regel Nummer 2 und du bist so abgesichert. Regel Nummer 4. Regel Nummer 4 hilft dir nicht nur beim Wandern, sondern auch generell, wenn du alleine reisen möchtest. Verrate niemand einem Fremden, wo du nachts schlafen wirst oder was dein Ziel ist. Natürlich wirst du dich mit anderen Wanderern unterhalten. Du hast gegebenenfalls auch schon den einen oder anderen Wanderer an Tag 2 wieder getroffen, den du am Campingplatz auf Tag 1 getroffen hast oder am Campsite. Aber solltest du suspekte Personen treffen oder einfach Fremde, die jetzt auch nicht den Anschein erwecken, als würden sie ja, einfach dir gut gesonnen sein, dann verrate niemals, wo dein Ziel ist, die Tagesetappe enden soll, auf welchem Campingplatz du schlafen möchtest, ja, oder auch, dass du alleine bist. Ich meine, beim Wandern ist es immer so eine Sache, es ist sehr offensichtlich, wenn du alleine bist, aber versuche daher auf jeden Fall zu vermeiden, dein Ziel für den Tag zu verraten, und ja, hör da auch auf jeden Fall auf dein Bauchgefühl. Tipp Nummer 5 lautet, nimm Trekkingstöcke mit. Ja, ich weiß, viele von euch mögen vielleicht immer noch nicht Trekkingstöcke, auch wenn sie gut für eure Knie sind und eure Knochen entlasten, wenn ihr auf einer langen Tour unterwegs seid. Aber nichtsdestotrotz merke ich immer wieder, dass man gerade auf so etwas alpineren Touren immer wieder an kleine Stellen kommt, an einer Gratwanderung oder an steilen Abstiegen, wo es einfach durchaus sinnvoll und hilfreich sein kann, wenn man Trekkingstöcke hat. Von daher mein Tipp Nummer 5, nehmt Trekkingstöcke mit. Außerdem helfen euch Trekkingstöcke nicht nur sicher durchs Terrain zu kommen, sie helfen euch zum Beispiel auch, wenn euch streunende Hunde attackieren wollen. Da könnt ihr die auf jeden Fall dann auch zur Abwehr benutzen und seid da auch etwas mehr abgesichert als ohne Trekkingstöcke. Daher nehmt Trekkingstöcke mit.
das waren meine 5 Safety-Tipps für eure nächste Solo-Wanderung. Darüber hinaus solltet ihr natürlich auch auf andere Dinge achten, wie zum Beispiel, dass ihr immer ein SOS-Kit dabei haben solltet. In meinem SOS-Kit sind neben den wichtigsten Medikamenten, ein paar Ibus, einer Zeckenkarte, ein paar Pflaster, auch immer ein bisschen Leukotape. Ich habe immer etwas Gaffertape dabei, damit ich gegebenenfalls meine Hose tapen kann. Ich habe immer Flickzeug für mein Equipment dabei und darüber hinaus habe ich auch immer eine Rettungsdecke dabei, weil man weiß ja nie, you never know, und mein Motto ist da immer better safe than sorry, deswegen nehmt auf jeden Fall ein gut ausgestattetes, aber leichtes SOS-Kit mit. Außerdem solltet ihr natürlich immer darauf achten, genügend Wasser dabei zu haben. Achtet darauf, dass ihr vorher die Route anguckt und im Auge behaltet, an wie vielen Quellen ihr vorbeikommt und füllt eure Wasserreserven aus. Habt darüber hinaus am besten immer einen Wasserfilter dabei, der hilft euch einfach immer. Außerdem solltet ihr euch auch nicht zu überschätzen. Informiert euch über die Route, die ihr laufen wollt und überlegt wirklich, ob die Route für euch gemacht ist. Für mich wäre zum Beispiel ein No-Go eine Tour, die einen richtigen Klettersteig beinhalten würde, weil da fühle ich mich einfach nicht so wohl, wenn es dann auch noch eine Stelle ist, wo ich wirklich einen Helm benötige und auch einen Sicherheitsgurt, dann bin ich raus, da weiß ich ganz genau, da bekomme ich Angst, dementsprechend vermeide ich solche Touren. Also achtet darauf, was ihr euch zumuten wollt und was ihr wirklich schaffen könnt. Überschätzt euch also nicht. Außerdem solltet ihr natürlich auch eure Ausrüstung immer im Auge behalten. Ich würde euch raten, habt immer eine Regenjacke dabei. Vor allen Dingen, wenn ihr im Gebirge unterwegs seid, ihr wisst nie, wann das Wetter umschlägt. Auch in Deutschland oder vor allen Dingen in Deutschland weiß man nie, was das Wetter gerade so mit sich bringt. Deswegen wäre für mich eigentlich immer die Regenjacke dabei. Wenn ihr in einen Sturm kommt und euch unterkühlt, dann kann es auch für euch sehr gefährlich werden. Deswegen mein Tipp auch an euch, nehmt immer eine Regenjacke mit. Oder ein Poncho. Ja, das waren auch schon meine 5 Tipps für euch, plus noch ein paar No-Brainer, die ihr eigentlich immer beachten solltet. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ich vielleicht was eurer Meinung nach vergessen habe oder ob euch meine Tipps geholfen haben. Ich freue mich auf jeden Fall immer von euch zu lesen und freue mich auch, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!